Hallo, willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute stellen wir euch ein typisches Problem für Mini und BMW vor, was sehr viele Fahrzeuge haben und was leider sehr viel Geld kostet. Und zwar ein Problem mit der Beleuchtung. Je nachdem, was ihr für ein Fahrzeug habt, ob ein BMW oder ein Mini, gibt es verschiedene Steuergeräte für die Beleuchtung. Und alle haben eins gemeinsam, die sind sehr teuer. Das heißt, wenn man ein Problem mit der Beleuchtung hat, dass zum Beispiel eine Lampe nicht mehr funktioniert, weil die lange defekt war und ihr die austauscht und die nicht mehr geht, oder ihr hattet zum Beispiel einen Kabelbruch, dann funktioniert die Lampe auch nicht, nachdem ihr die Leuchte getauscht habt. Oder zum Beispiel, ihr wart in der Werkstatt, die haben die Batterie getauscht oder die Batterie abgeklemmt oder eine Diagnose durchgeführt und danach funktionieren zum Beispiel die Blinker nicht mehr, die Fensterheber. Dann haben wir ebenfalls ein Problem mit dem Steuergerät für die Beleuchtung. Alle Instandsetzungen dieses Ganzen haben eins gemeinsam, das Steuergerät wird vom BMW getauscht. Nicht nur, dass das Steuergerät sehr viel Geld kostet, man liegt Preise inklusive Einbau, Steuergerät um die 800 €. Das Problem ist, dass BMW das gesamte Fahrzeug, alle Steuergeräte auf den gleichen neuen Softwarestand bringen muss, wie das Steuergerät, was jetzt eingebaut wird. Und dabei haben wir leider die große Gefahr, dass die anderen Steuergeräte dabei kaputt gehen können. Und BMW haftet nicht dafür. Viele Probleme kann man natürlich hier vor Ort lösen, wenn ihr hier seid. Aber viele Probleme kann man auch aus der Ferne lösen. Dafür haben wir eine Fernwartung. Dabei schicken wir euch so ein Kabel. Ihr braucht nur einen Laptop mit Internet und Windows. Internet bekommt ihr vom Handy. Und wir können auf das Fahrzeug zugreifen und bestimmte Komponenten programmieren. Man kann gebrauchte Steuergeräte programmieren. Man kann Updates durchführen, wenn es irgendwelche Softwarefehler gibt. Man kann aber auch Diagnosen durchführen, gucken, wo habt ihr ein Problem. Wollt ihr ein Fahrzeug zum Beispiel kaufen und wollt wissen, was ihr kauft, dann können wir aus der Ferne das Fahrzeug komplett prüfen. Oder ihr habt ein Fahrzeug, habt ein Problem und wollt eine unabhängige Meinung haben, wie man das Problem löst. Oder ihr habt ein Fahrzeug und denkt, vielleicht behalte ich die noch ein paar Jahre, lieber prüfe ich, ob da nicht irgendwas bald passiert. Das kann man alles aus der Ferne prüfen. Während der Diagnose schicken wir euch Bilder und Sprachnachrichten per WhatsApp, dass man weiß, was mit dem Fahrzeug los ist. Guckt dazu gerne ein Video, wo wir diese ganze Ferndiagnose euch vorstellen und dann habt ihr eine Idee, wie sowas halt funktioniert. Einige der Probleme der Beleuchtung können wir natürlich auch aus der Ferne lösen, aber nicht alle. Je nachdem, was für ein Problem ihr habt, in manchen Fällen muss man das Steuergerät ausbauen und uns zuschicken. Das Steuergerät befindet sich im Fahrerfußraum, hat 3 Stecker, 1, 2, 3, wird mit 2 Schrauben befestigt oder 2 Muttern gehalten. Und dann können wir euch das Steuergerät entsprechend halt auch instand setzen. Bei der Instandsetzung ist immer die Frage, was ist das Problem? Bei manchen Steuergeräten ist das mechanisch defekt. Das heißt, da ist irgendwie ein elektrisches Bauteil defekt. In dem Fall macht es Sinn, ein gebrauchtes Steuergerät zu verwenden. Bei anderen ist das ein Softwarefehler. Den können wir natürlich beheben. Nur bei der Software ist es halt sinnvoll, nicht nur das Problem zu beheben, dass die Software wieder funktioniert, sondern wir sind so weit, weil wir das schon sehr lange machen, dass wir eine modifizierte Software kaufen, bei jemandem, der sich nur auf sowas spezialisiert hat. Die neue Software, die hat den Vorteil, dass dieses Problem beseitigt ist. Weil was bringt es euch, wenn wir das Problem lösen und ihr habt nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr das Problem schon wieder und müsst wieder investieren. Lieber man investiert einmal und dann nachhaltig und hat das Problem für immer beseitigt. Und das ist halt auch, was wir uns wünschen. Deswegen, wenn ihr so ein Problem habt, dann meldet euch am besten telefonisch oder per E-Mail und wir werden eine Lösung für euch finden. Egal, ob das Steuergerät elektronisch defekt ist, mechanisch kaputt ist oder irgendwas nicht funktioniert. Irgendeine Lösung werden wir euch finden, auch wenn das Steuergerät zum Beispiel bei BMW nicht lieferbar ist, weil in der heutigen Zeit sind viele Steuergeräte nicht lieferbar, können wir auch ein gebrauchtes nehmen und das entsprechend anpassen. Teilt gerne das Video, hinterlasst gerne ein Like und ein Abo und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank.